Die lächelnde Roxana, ihre wunderschönen Töchter Siena und Desiree sowie Hector, der Vater, ein vorbildlicher Ehemann und Vater. Die Nachbarn bezeichneten sie als die perfekte Familie. Doch am 15. Januar 2026 wurde dieses makellose Bild mit Blut getränkt. In nur wenigen Minuten verwandelte sich der Mann, der sich jahrelang den Ruf eines anständigen Familienvaters aufgebaut hatte, in einen kaltblütigen Henker und begann seine eigene Familie auszulöschen. Die Familie Alfaro war bereits Anfang der 2000er Jahre nach Kalifornien gezogen. Nachdem sie sich mehrere Vororte angesehen hatten, entschieden sie sich für Lakewood. Hier zog das Ehepaar seine Kinder groß und verwirklichte den amerikanischen Traum. Hector war der Familienvater der Familie Alfaro. Er wurde im Jahr 1974 als Sohn einfacher Arbeiter geboren. Von seinen Eltern erhielt er all die Wärme und Fürsorge, die ein Kind braucht. Beide arbeiteten viel, widmeten aber ihre gesamte Freizeit Hector. Der junge Mann wuchs zu einem ruhigen, besonnenen und fleißigen Menschen heran. Zu seinen wichtigsten Werten gehörte die Familie. Doch er hatte es nicht eilig, eine eigene zu gründen und sich in alltägliche Sorgen zu stürzen. Zumindest nicht, bis er fest auf eigenen Beinen stand. Nach dem Schulabschluss schrieb sich Hector am College ein, um eine Ausbildung zu absolvieren, zu arbeiten und Karriere zu machen. Er hatte gesehen, wie schwer es seine Mutter und sein Vater in der Fabrik hatten und wollte deshalb seinen zukünftigen Kindern und seiner Ehefrau ein besseres Leben ermöglichen. Der junge Mann hatte nicht besonders viel Glück bei den Frauen. Als er seine zukünftige Frau, Roxana Rodriguez, kennenlernte, hatte er bereits eine ganze Reihe gescheiterter Beziehungen hinter sich. Die zukünftigen Eheleute lernten sich auf einer Party bei gemeinsamen Freunden kennen und fielen sich von Anfang an gegenseitig ins Auge. Der Altersunterschied zwischen Roxana und Hector betrug 4 Jahre. Der Mann war etwas älter. Aus früheren Beziehungen hatte er bereits Kinder, ebenso wie seine neue Bekannte. Roxana wünschte sich eine große Familie und ging daher gerne eine neue Beziehung ein. Man beschrieb sie als liebevolles Paar, das alle Schwierigkeiten gemeinsam meisterte. Im Alter von 31 Jahren teilte Roxana Hector die frohe Nachricht mit: Sie war schwanger. Sie lebten bereits im Großraum Los Angeles, als ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt kam, ein Mädchen, das sie Desiree Alfaro nannten. Sie war sehr aktiv und zielstrebig, wie viele andere Familienmitglieder auch. Das Mädchen trieb aktiv Sport, widmete aber gleichzeitig den größten Teil ihrer Zeit dem Lernen. Desiree wollte den Erfolg ihres Vaters wiederholen, dem es gelungen war, eine erfolgreiche Karriere aufzubauen. Der Mann verdiente genug, um die ganze Familie zu versorgen. Dank dessen wurde Roxana Hausfrau und widmete sich ganz der Erziehung der Kinder. 2 Jahre nach Desiree Geburt kam ihre jüngere Schwester zur Welt. Sie wurde Siena genannt. Dank des geringen Altersunterschieds standen sich die Mädchen immer sehr nahe. Sie besuchten dieselbe Schule und nahmen gemeinsam am Sportunterricht teil, doch Siena widmete sich dem Fußball mit größerer Begeisterung als ihre Schwester. Mit 17 Jahren war die Sportlerin bereits eine beliebte Fußballerin im örtlichen Verein. Praktisch ihre gesamte Freizeit verbrachte Siena entweder mit Training oder mit ihren Freundinnen und anderen Mannschaftskolleginnen. Sie liebte diesen Sport sehr. Man erinnerte sich an das Mädchen als eine sehr talentierte Fußballerin. Familie und Freunde waren der Meinung, dass ihr eine große Zukunft im Sport bevorstand. Es überrascht nicht, dass Siena sich bereits in der Oberstufe für ihren zukünftigen Beruf entschieden hatte. Im Jahr 2026 besuchte das Mädchen die Abschlussklasse, nach deren Abschluss sie vorhatte, sich an einer Hochschule oder Universität einzuschreiben. Sie wollte ihre Zukunft mit dem Sport verbinden und hoffte daher, eine Ausbildung zu absolvieren und Trainerin zu werden. Im Jahr 2026 wurde Hector 52 Jahre alt. Kurz vor den hier beschriebenen Ereignissen sorgte er weiterhin für den Unterhalt der Familie und arbeitete viel. Dem Mann war es gelungen, eine gute Stelle zu ergattern, dank derer Roxana fast ihr gesamtes gemeinsames Leben lang Hausfrau blieb. Nur gelegentlich verdiente sie sich etwas dazu, indem sie auf die Kinder ihrer Freundin aufpasste. Das tat sie eher, um Abwechslung in ihren Alltag zu bringen. Jedenfalls hatte die Familie keine finanziellen Probleme. Die jüngere Tochter Siena war 17 Jahre alt geworden und Desiree war 19. Beide waren ganz in ihr Studium vertieft, schmiedeten Pläne für ihr Leben,
arbeiteten und verbrachten ihre Freizeit mit ihren Freunden. Am 15. Januar 2026 ging beim Rettungsdienst von Lakewood ein Anruf ein. Um 8 Uhr morgens wandte sich die 19-jährige Desiree an den Disponenten. Sie weinte und war völlig außer sich. Es war schwer zu verstehen, was genau sie sagte. Die junge Frau konnte eine Adresse nennen, zu der sie dringend Polizei und Sanitäter anforderte. Es handelte sich um das Familienhaus der Alfaro, wo eine Schießerei stattgefunden hatte. Die nächstgelegene Streife traf umgehend an der angegebenen Adresse ein. Die Polizisten fanden die 19-jährige Desiree auf der Straße vor. Die junge Frau befand sich immer noch im Schockzustand und weinte. Mehrere Nachbarn, die den Lärm ebenfalls gehört hatten, waren bereits auf die Straße gekommen. Sie versuchten, sie zu trösten. Als einer der Polizisten auf die junge Frau zuging, zitterte sie immer noch und weinte, konnte aber erklären, dass ihr leiblicher Vater im Haus Schüsse abgegeben hatte. Sie hatte keine Ahnung, warum das passiert war. Laut Desiree waren am frühen Morgen, als sie noch im Bett lag, mehrere Knalle im Haus zu hören, durch die sie sofort aufwachte. Sie hatte noch nicht einmal Zeit, das Zimmer zu verlassen, um nachzusehen, was los war, als Hector die Tür ruckartig aufstieß. Der Vater richtete eine Pistole auf seine fassungslose Tochter. Danach spielte sich für sie alles wie in einem Nebel ab. Desiree schaffte es noch, vor Schreck aufzuschreien, dann hörte sie mehrere Schüsse in ihre Richtung, spürte aber keinen Schmerz. Alles ging so schnell, dass sie nicht einmal begriff, ob sie verletzt war oder nicht. Desiree wollte nur eines: fliehen. Leider versperrte ihr Vater mit der Pistole den Türdurchgang. Die Waffe war immer noch auf sie gerichtet, doch nach 2 Schüssen setzte der Mann den Lauf an sein Kinn und nahm sich das Leben. Vor Schreck rief die älteste Tochter den Rettungsdienst an. Sie traute sich nicht, das Haus zu durchsuchen und konnte sich daher das Ausmaß des Geschehens nicht vorstellen. Desiree erzählte den Polizisten, dass sie mehrmals ihre Mutter und ihre Schwester beim Namen gerufen habe. Aber niemand habe geantwortet. Die junge Frau vermutete, dass sie getötet worden seien. Rettungssanitäter und weitere Polizeieinheiten trafen am Haus ein. Da unklar war, was sich im Inneren abspielte, betraten die Polizeibeamten mit gezückten Waffen das Haus und begannen sofort, die Räume zu durchsuchen. Als erstes entdeckten sie die Leiche von Hector. Der 52-jährige Mann hatte eine Schusswunde am Kopf erlitten. Die Art der Verletzung stimmte mit Desirees Schilderung überein. Ihm konnte nicht mehr geholfen werden. Hector Alfaro lag unweit des Schlafzimmers seiner ältesten Tochter in einer großen Blutlache. Dank ihrer Angaben und einer flüchtigen Untersuchung bemerkten die Streifenpolizisten sofort 2 Einschusslöcher im Bett und im Nachttisch. Allerdings gab es dort keine Blutspuren. Zur gleichen Zeit untersuchten Sanitäter Desiree auf der Straße. Sie wies keinerlei Verletzungen auf, befand sich jedoch noch immer in einem starken Schockzustand und benötigte Hilfe. Die Polizeibeamten setzten die Durchsuchung des Hauses fort. Als sie das Schlafzimmer von Roxana und Hector erreichten, fanden sie die 48-jährige Frau ohne Lebenszeichen vor. Sie hatte eine tödliche Schusswunde am Kopf erlitten. Der Lage der Leiche nach zu urteilen, schlief Roxana noch, als sie angegriffen wurde, und starb praktisch augenblicklich. Es wurden keine Spuren eines Kampfes gefunden, nur die tödliche Wunde und Blut, das die Bettwäsche und die Matratze bis auf den Lattenrost durchtränkt hatte. Zuletzt untersuchten die Polizisten das Schlafzimmer der jüngsten Tochter der Familie Alfaro. Offenbar war Roxana das erste Opfer. Wie ihre ältere Schwester hörte auch Siena die Schüsse und wachte auf. Sie schaffte es, sich im Bett aufzurichten, doch der Mörder war bereits im Zimmer, bevor das Mädchen überhaupt etwas unternehmen konnte. Die 17-jährige Siena erlitt eine tödliche Schusswunde am Kopf. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden 2 Schusswaffen gefunden. Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass eine der Pistolen Hector gehörte und die zweite von Roxana zur Selbstverteidigung genutzt worden sein könnte. Desiree bezweifelte jedoch, dass ihre Eltern überhaupt Waffen besaßen. Eine weitere Überprüfung ergab, dass beide Pistolen Hector gehörten. Ob sie speziell für den Mord an der Familie angeschafft worden waren, ließ sich zunächst nicht feststellen. Die Untersuchung des Tatorts ergab, dass alle Türen, Fenster und Schlösser unversehrt waren. Es konnten keine Einbruchsspuren oder Anzeichen eines Kampfes festgestellt werden. Während die Kriminaltechniker das Haus gründlich untersuchten, wurden die Leichen der Opfer zur Obduktion ins gerichtsmedizinische Labor gebracht.
Desiree fuhr unterdessen zusammen mit den Polizisten zur Polizeiwache, um eine Aussage zu machen. Ihre Schilderung musste gründlich überprüft werden. Es erschien seltsam, dass die junge Frau die einzige war, die die Schießerei überlebt hatte, ohne dabei auch nur eine einzige Verletzung davongetragen zu haben. Trotz ihres glaubwürdigen Schockzustands schlossen die Ermittler nicht aus, dass gerade sie an dem Vorfall beteiligt gewesen sein könnte und nun versuchte, alle in die Irre zu führen. Gegen 9 Uhr morgens traf Desiree auf der Polizeiwache ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich etwas erholt, fühlte sich ruhiger und konnte den Ermittlern detaillierter über die Umstände der Tragödie berichten. Desiree bestand darauf, dass sie nichts mit den Morden zu tun habe. Trotz der Verdächtigungen der Polizei beschrieb die junge Frau ihre Beziehung zu Vater, Mutter und Schwester als sehr herzlich, eng und liebevoll. Die Ermittlungen ergaben, dass Desiree tatsächlich kein Motiv hatte. Sie hatte mit niemandem Konflikte. Im Gegenteil, die Mitglieder der Familie Alfaro hatten sich stets gegenseitig unterstützt. Niemand hatte sie aus dem Haus geworfen. Sie war keine Begünstigte der Lebensversicherungen ihrer Eltern und konnte daher keinen wesentlichen Vorteil aus dem Tod ihrer Angehörigen ziehen. Desiree wiederholte immer wieder, dass ihr Vater zweimal auf sie geschossen habe, aber wie durch ein Wunder daneben getroffen habe. Genau das warf die meisten Fragen auf. Die junge Frau konnte sich nicht daran erinnern, auch nur versucht zu haben, auszuweichen oder den Schüssen zu entgehen. Sie war einfach vor Entsetzen erstarrt. Warum hatte ihr Vater dann daneben geschossen und keine weiteren Schüsse abgegeben? Das alles erschien unlogisch. Um Desiree Aussagen zu bestätigen, wurden ihr auf der Polizeiwache ihre Kleidung zur Untersuchung abgenommen und Abstriche von ihren Handflächen entnommen. Hätte sie die Waffe tatsächlich gehalten, hätten an ihren Händen Spuren von Schießpulver zurückbleiben müssen. Auf alle Fragen antwortete Desiree bereitwillig. Sie zeigte sich kooperativ gegenüber den Ermittlern. Alles sah glaubwürdig aus und klang glaubwürdig. Die Untersuchung ergab, dass sich auf ihrer Kleidung keinerlei Blutspuren befanden. Auch an der jungen Frau wurden keine Spuren von Schießpulvergasen festgestellt. Als die Tatortuntersuchung abgeschlossen war, hatten die Kriminaltechniker alle Beweismittel gesichert und die Überzeugung, dass Desiree die Wahrheit sagte, wurde nur noch stärker. Es schien, als würde die junge Frau die Wahrheit sagen. Die einzige Frage, die unbeantwortet blieb, war, dass sie keine Ahnung hatte, was das Verhalten ihres Vaters ausgelöst hatte. Die älteste Tochter war der Ansicht, dass sein Tod durch eigene Hand und sein Wunsch, die übrigen Familienmitglieder zu töten, keinerlei Motiv hatten. Desiree bestritt, dass sich ihre Eltern in letzter Zeit gestritten hätten. Ihr Familienleben verlief im gewohnten Rhythmus. Die Tochter hatte keinerlei Meinungsverschiedenheiten bemerkt, ebenso wenig wie sonstige Alarmsignale. Als die Ermittler mit dem engsten Umfeld des Ehepaares sprachen, bestätigten Nachbarn, Freunde und Verwandte Desiree Aussagen. Alle kannten die Familie Alfaro als positive, fleißige und zuverlässige Menschen, die einfach nur ihre Kinder großziehen und in Harmonie leben wollten. Roxana war ein sehr offener Mensch und teilte viele Details ihres Lebens mit ihren Angehörigen. Hätte es in ihrer Familie ernsthafte Schwierigkeiten oder Konflikte gegeben, hätte sie ihren Verwandten davon sicherlich erzählt. Deshalb glaubte keiner von ihnen, dass es zwischen den Eheleuten ernsthafte Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten gab. Niemand hatte Fälle von häuslicher Gewalt zwischen den beiden bemerkt, die dazu hätten führen können, dass alles aus dem Ruder lief. Weder Hector noch Roxana hatten Schulden. Der Mann verdiente gut und seine Frau war Hausfrau. Nur gelegentlich nahm sie aus eigenem Vergnügen einen Nebenjob an. Roxana erzählte allen, dass sie dies nur tue, um sich zu Hause nicht zu langweilen. Ihre Kinder waren bereits erwachsen. Die Frau hatte vor, gemeinsam mit Hector in ihrem Haus alt zu werden. Die einzige Veränderung, die sich in den letzten Monaten in ihrem Verhalten vollzogen hatte, hing mit dem Wunsch zusammen, eine feste Anstellung zu finden. Sie beklagte sich, dass es ihr schlichtweg langweilig sei, da die Kinder erwachsen waren und jeden Moment ein eigenständiges Leben beginnen könnten. Den Nachbarn zufolge war offensichtlich, dass die Mitglieder der Familie Alfaro ausgezeichnete Beziehungen zur gesamten örtlichen Gemeinschaft und zu ihren Verwandten unterhielten. Sie spielten eine wichtige Rolle im Leben der Stadt, besuchten regelmäßig die Kirche und veranstalteten oft Picknicks, zu denen sie Nachbarn, Freunde und Bekannte einluden. Roxana kümmerte sich liebevoll um ihre Töchter und nahm an allen Elternveranstaltungen teil.
Niemand hatte am Vorabend der Tragödie Schreie oder Streit gehört. Das Haus wirkte vorbildlich, doch wie sich herausstellte, braute sich hinter dieser Fassade etwas Ungeheuerliches zusammen. Die Überprüfung der Krankenakten aller Verstorbenen sowie der von Desiree ergab, dass keiner von ihnen an psychischen Störungen litt. Niemand aus seinem engsten Umfeld hätte vermutet, dass Hector zur Waffe greifen könnte. Selbst seine überlebende Tochter hielt ihren Vater für einen vorbildlichen und anständigen Menschen, an dem man sich immer orientieren und auf den man sich immer verlassen konnte. Vor diesem Hintergrund war seine Tat für alle ein echtes Rätsel. Der Mann entsprach tatsächlich dem Bild, das seine Umgebung von ihm zeichnete. Er hatte nie Probleme mit psychischer Gesundheit, dem Gesetz oder illegalen Substanzen. Er war ein Familienmensch, der jegliche zweifelhaften Bekanntschaften und Verbindungen mied. Auch gab es keinerlei Aufzeichnungen über Fälle häuslicher Gewalt. Desiree bestritt kategorisch, dass ihr Vater jemals die Hand gegen seine Ehefrau oder die Kinder erhoben habe. Die Familie stand nicht unter Beobachtung und es gab zuvor keine polizeilichen Einsätze an dieser Adresse. Einige Nachbarn spekulierten, dass Roxana aus irgendeinem Grund möglicherweise vorhatte, die Scheidung einzureichen. In solchen Fällen wird die Angst, die Kontrolle über die Familie zu verlieren, nicht selten zum Motiv für eine Straftat. Es fanden sich jedoch keine Belege für diese Version. Im Haus wurden keine Dokumente im Zusammenhang mit einer Scheidung gefunden. Darüber hinaus hatte Roxana, wie aus ihrer Korrespondenz und ihren Telefonaten hervorgeht, keine Anwälte konsultiert. Hector hinterließ keinen Abschiedsbrief, der seine Tat auch nur ansatzweise erklären könnte. Daher begannen die Ermittler, die Mobiltelefone und Computer der Familienmitglieder zu überprüfen, in der Hoffnung, zumindest verdächtige Suchanfragen im Browser oder Hinweise auf einen möglichen Grund für den Angriff zu finden. Das alles wirkte seltsam, denn selbst dort gelang es nicht, etwas Aufschlussreiches zu entdecken. Dabei war der Browserverlauf weder gelöscht noch bearbeitet worden. Es schien, als hätte ein völlig gesunder, ganz normaler Mann aus heiterem Himmel zur Schusswaffe gegriffen, um seine Töchter und seine Ehefrau zu töten und sich anschließend eigenes Leben beendet. Niemand konnte sich erklären, warum so etwas geschehen sein könnte. Für die Ermittler war deshalb besonders schwer zu verstehen, wie es zu einer solchen Tat kommen konnte. Hector hatte nach den bisherigen Erkenntnissen keine offensichtlichen Warnsignale gezeigt, die sein Verhalten hätten vorhersehbar machen können. Gerade deshalb blieb die Frage nach seinem Motiv zunächst völlig offen. Um Hectors Beweggründe zu verstehen, begannen die Ermittler daher, die Lebensumstände der Familie noch eingehender zu untersuchen. Die Situation wurde durch den Mangel an verlässlichen Informationen erschwert. Es wurden weder Notizen noch Tagebücher gefunden, weshalb sich die Ermittler erneut an die Verwandten der Familie Alfaro und deren engsten Freunde wandten. Zeugenaussagen wurden zur wertvollsten Informationsquelle in diesem Fall. Von den ersten Tagen der Ermittlungen an wurde das Geschehene in der örtlichen Gemeinschaft lebhaft diskutiert. Auch die Bevölkerung und die Journalisten wollten verstehen, warum all dies geschehen war. Es gab niemanden, der glaubte, dass Hector zu solcher Grausamkeit fähig wäre. Die Menschen wandten sich immer wieder an die Polizei, doch die Strafverfolgungsbehörden hatten es nicht eilig, Einzelheiten des Mordes preiszugeben. Es fand lediglich eine Pressekonferenz statt, auf der über die Tragödie berichtet und mitgeteilt wurde, dass die Ermittlungen auf Hochtouren liefen. Es war damals jedoch noch unmöglich, etwas Konkretes zu sagen. Die Obduktion erwies sich als ebenso wenig aufschlussreich. Roxana starb an einer Kugel, die sie von hinten in den Hinterkopf getroffen hatte. Die Flugbahn der Wunde und die Lage der Leiche deuteten darauf hin, dass der Angriff plötzlich erfolgt war. Sie hatte nicht einmal Zeit gehabt, aufzuwachen. Die jüngere Tochter erlitt eine tödliche Verletzung im Gesicht. In ihrem Zimmer wurde zudem ein Einschussloch in der Wand entdeckt. Die Ermittler vermuteten, dass genau darin der Schlüssel zur Aufklärung des Falls liegen könnte. Möglicherweise stand Hector unter dem Einfluss von Medikamenten oder anderen Substanzen, weshalb er so unkontrolliert zugeschlagen hatte. Aufgrund seiner beeinträchtigten Koordination könnte er daneben geschossen haben. Die toxikologische Untersuchung widerlegte diese Version jedoch vollständig. Jede neue Information, die die Ermittler fanden, bestätigte lediglich Desirees Aussage. Bereits am Tag nach dem Mord fanden eine Gedenkfeier und ein Gedenkabend bei Kerzenschein statt.
Nach Erhalt des offiziellen Gutachtens des Gerichtsmediziners wurden die Leichen der Opfer an die Angehörigen übergeben, damit diese sich von ihren Liebsten verabschieden konnten. Doch selbst zu dem Zeitpunkt, als die Leichen beigesetzt worden waren, konnte die Ermittler keine schlüssige Antwort auf die Frage nach Hectors Motiven geben. Dies könnte allerdings mit der Notwendigkeit zusammenhängen, zum Schutz von Desiree und ihrer Angehörigen Vertraulichkeit zu wahren. Bald machten zahlreiche Gerüchte die Runde. Einige waren der Ansicht, dass bei Hector eine psychische Erkrankung ausgebrochen sein könnte, die bis zu diesem Zeitpunkt latent verlaufen war und sich erst dann zum ersten Mal manifestierte. Dennoch fand diese Version keinen großen Anklang. Viel häufiger wurden familiäre Intrigen diskutiert, die von einigen Personen aus dem engsten Umfeld der Familie Alfaro beiläufig erwähnt wurden. Einige Verwandte erinnerten sich daran, dass die Beziehung zwischen Roxana und Hector zu Beginn ihres gemeinsamen Lebens wesentlich stürmischer gewesen sei. Das Paar trennte sich immer wieder und kam dann wieder zusammen. Es ist nicht auszuschließen, dass einer von beiden in dieser Zeit eine Affäre hatte. Dann tauchten im Internet Gerüchte auf, dass Roxana während einer dieser Trennungen eine Beziehung mit einem anderen Mann eingegangen sei, schwanger geworden sei und ihre ältere Tochter angeblich nicht von Hector stamme. Der Mann hatte ein sehr inniges Verhältnis zu seinen Kindern und seiner Familie. Wenn er beide Mädchen tatsächlich als seine Töchter betrachtete und dann erfuhr, dass dies nicht der Fall war, könnte er, nach Ansicht der Befürworter dieser Version, die Beherrschung verloren haben. Diejenigen, die solche Gerüchte verbreiteten, beriefen sich auf Familienangehörige der Familien Alfaro und Rodriguez. Es hatten sich so viele solcher Spekulationen angehäuft, dass die Angehörigen der Verstorbenen gezwungen waren, im Fernsehen aufzutreten, um diese Lügen öffentlich zu widerlegen. Leider war es da bereits zu spät. Eine der populärsten Theorien war die Vermutung, dass alte Geheimnisse von Roxana ans Licht gekommen seien. Einige glaubten, dass Hector möglicherweise erkannt habe, dass er viele Jahre lang in einer Lüge gelebt habe und dies nicht ertragen konnte. Doch dann stellte sich eine weitere Frage. Wenn Hector tatsächlich glaubte, Desiree sei nicht seine leibliche Tochter, warum tötete er dann auch Siena, die nach allem, was bekannt war, seine leibliche Tochter war? Auch diese Theorie konnte die Ereignisse nicht schlüssig erklären. Hector selbst machte den Eindruck eines anständigen Familienvaters, doch auch über ihn kursierten mit der Zeit die unterschiedlichsten Gerüchte. Manche erfanden offen Geschichten, nur um Aufmerksamkeit zu erregen. Sie waren so widersprüchlich, dass es praktisch unmöglich war zu unterscheiden, was Erfindung und was Wahrheit war. Auf jeden Fall wurden keine Beweise für außereheliche Beziehungen gefunden. Zumindest wurde darüber weder bei offiziellen Anlässen noch in Polizeiberichten offen berichtet. Vor dem Hintergrund der schmutzigen Gerüchte beantragten die Angehörigen sogar einen DNA-Test, doch über dessen Ergebnisse ist nichts bekannt. Um den Hinterbliebenen zu helfen, die Kosten für die Beerdigung und die psychologische Betreuung zu decken, die Desiree besonders dringend benötigte, wurde eine Seite auf GoFundMe eingerichtet. Dadurch wurde die öffentliche Aufmerksamkeit für die Tragödie noch größer. In den ersten Monaten des Jahres 2026 konnten im Rahmen dieser Kampagne rund $80.000 gesammelt werden. Die Spendensammlung ging weiter. Mit diesem Geld konnten alle Kosten für die Psychotherapie und die Beerdigungen der Opfer dieser unerklärlichen Tragödie beglichen werden. Einige Monate nach dem Mord gab die Polizei bekannt, dass der Fall abgeschlossen sei. Desirees Aussagen wurden durch die gesammelten Beweise vollständig bestätigt. Sie konnte tatsächlich nicht an dem Angriff auf ihre Familie beteiligt gewesen sein. Im Gegenteil, sie war diejenige, die am stärksten gelitten hatte, denn ihr Vater war direkt vor ihren Augen gestorben. Desiree trat mehrfach im Fernsehen auf und sprach mit Journalisten, wobei sie erzählte, dass ihr Leben nun in ein Vorher und ein Nachher unterteilt sei. Die ballistische Untersuchung bestätigte endgültig, dass alle Opfer mit derselben Waffe erschossen worden waren. Bemerkenswert ist, dass das Magazin der Pistole leer war. Dies könnte die wundersame Rettung der ältesten Tochter erklären. Dem Vater waren einfach die Patronen ausgegangen. Wahrscheinlich war Hector selbst das Hauptziel des letzten Schusses. Nach 2 Fehlschüssen wurde ihm möglicherweise klar, dass keine Zeit mehr zum Nachladen blieb. Der Mann könnte Desiree nicht absichtlich verschont haben.
Sie wurde nur dadurch gerettet, dass die Munition aufgebraucht war, woraufhin er aus dem Leben schied. Beide Familien bestätigten, dass niemand mit einer solchen Tragödie gerechnet hatte. Niemand hatte sich über irgendetwas beschwert. Wenn überhaupt etwas vorgefallen war, dann geschah es so plötzlich und löste bei dem Mann eine derart starke emotionale Reaktion aus, dass er sich nicht mehr beherrschen konnte. Allerdings ließ sich diese Version nur schwer mit dem Fehlen finanzieller Probleme in Einklang bringen. Der Mann verdiente gut, der Familie fehlte es an nichts. Er wurde nicht entlassen, einer der häufigsten Auslöser für solche Tragödien. In jedem Fall steht die überwiegende Mehrheit solcher Verbrechen tatsächlich im Zusammenhang mit finanziellen Schwierigkeiten. Normalerweise ist der Familienvater, der es gewohnt ist, für seine Angehörigen zu sorgen, besonders verletzlich, wenn er die Kontrolle über die finanzielle Situation verliert. Wenn zu diesen Umständen noch Stress oder psychische Probleme hinzukommen, kann ein Mensch das Gefühl entwickeln, die Kontrolle vollständig zu verlieren und dass seine Kinder und seine Ehefrau zum Leiden verdammt sind. In einem solchen Zustand entsteht bei manchen die falsche Überzeugung, dass Mord der einzige Weg sei, die Angehörigen vor zukünftigem Leid zu bewahren. Unabhängig von den von der Polizei veröffentlichten Informationen gewann die Diskussion über die Schießerei im Haus der Familie Alfaro weiter an Fahrt. Selbst jetzt wird dieser Fall im Internet noch lebhaft diskutiert, obwohl er offiziell abgeschlossen ist. Am meisten beunruhigt war die örtliche Gemeinde, in der die Familie Alfaro lebte. Die Menschen befürchteten, dass noch jemand anderes hinter der Schießerei stecken könnte und dass sich so etwas wiederholen könnte. Viele fühlten sich nicht mehr sicher. Einige vermuteten sogar, dass Desiree an der Ermordung ihrer Familie beteiligt gewesen sein könnte und fürchteten sich vor ihr. Diese Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer, während nach den Motiven für die Tat gesucht wurde. Sie wurde im Internet lebhaft diskutiert, wodurch die Tragödie schnell weit über die Grenzen der USA hinaus bekannt wurde. Vor diesem Hintergrund kamen viele zu dem Schluss, dass das Fehlen offensichtlicher Warnsignale im Verhalten einer Person keineswegs die Sicherheit der Mitmenschen garantiert. Genau das machte den Menschen am meisten Angst. Sie wollten verstehen, welche Maßnahmen der Staat ergreifen könnte, um ähnliche Tragödien in Zukunft zu verhindern. Die Statistik zeigt tatsächlich, dass viele Menschen, die ihre eigenen Familien auslöschen, bevor sie ihr eigenes Leben beenden, keine dokumentierte Vorgeschichte psychischer Erkrankungen oder Fälle von häuslicher Gewalt aufweisen. Nicht selten ist ein solcher Ausbruch von Aggression das Ergebnis einer Kombination mehrerer Faktoren: Wut, Verzweiflung, falsche Überzeugungen, Eifersucht, starker Stress und finanzielle Probleme. Psychiater und andere Fachleute beteiligten sich aktiv an der Diskussion des Falls. Sie bestätigten, dass manche psychische Störungen lange Zeit praktisch unbemerkt verlaufen können und sich nur durch geringfügige Stimmungsschwankungen äußern, die selbst nahestehende Personen ohne professionelle Diagnose nicht erkennen können. Dabei kann schon ein unbedeutender Auslöser der letzte Tropfen sein, der das Blutvergießen auslöst, ganz zu schweigen von Zwangsgedanken oder dem Seitensprung eines geliebten Menschen. Das psychologische Profil von Hector ließ zwei Hauptthesen zu. Der ersten zufolge war die Tat im Voraus geplant und der Mann hatte sich lange darauf vorbereitet, wobei er seine Gefühle und Absichten verbarg, bevor er seinen Plan in die Tat umsetzte. Der zweiten zufolge war die Schießerei das Ergebnis eines plötzlichen Zusammentreffens mehrerer Faktoren, die einen heftigen Ausbruch von Aggression auslösten. Unabhängig von den Gründen waren sich die meisten Experten einig, dass es praktisch unmöglich gewesen wäre, das Geschehene zu verhindern. Weder die Polizei noch die Rettungskräfte und schon gar nicht die Familienangehörigen hatten einfach Zeit einzugreifen. Die Geschichte der Waffen, die Hector besaß, könnte Licht auf das Geschehene werfen. Im Arbeitszimmer des Mannes befand sich ein Safe. Vor dem Angriff befanden sich darin beide Pistolen sowie Munition. Beide Pistolen waren auf den Namen von Hector registriert. Die Polizei gab jedoch nicht bekannt, wann genau diese Waffen erworben worden waren. Daher bestand weiterhin die Möglichkeit, dass der Mann sie absichtlich gekauft hatte, um ein Massaker anzurichten. Natürlich richtete sich das Augenmerk besonders auf Desiree. Einige unterstützten die junge Frau, die den Angriff überlebt hatte und wie durch ein Wunder noch am Leben war. Die Nachbarn bezeichneten ihre Rettung als glücklichen Zufall.
Es gab jedoch auch Internetnutzer, die der Meinung waren, dass gerade sie die Schuldige an dem Vorfall sei. Ihre wundersame Rettung erschien zu Beginn der Ermittlungen tatsächlich selbst den Polizeibeamten verdächtig. Es erwies sich als unmöglich, die skeptisch eingestellten Menschen im Internet vom Gegenteil zu überzeugen. Die junge Frau wies jegliche derartigen Vorwürfe kategorisch zurück, doch das schürte die Aufregung in der Öffentlichkeit nur noch mehr. Es wurde gemunkelt, dass sie im Internet bedroht und verfolgt wurde, bis sie damit drohte, sich an die Polizei zu wenden. Desiree leidet bis heute sehr unter dem Tod ihrer Schwester, ihrer Mutter und ihres Vaters. Sie fragt sich weiterhin, was hat Hector dazu gebracht, das Feuer zu eröffnen? Kann man jetzt überhaupt noch jemandem in ihrer Umgebung vertrauen? Nach der Tragödie auf dem Fußballplatz in Lakewood herrschte Stille. Dort, wo Siena Alfaro ihre schönsten Tore hätte schießen sollen, brannten Hunderte von Kerzen. Auf den Fotos, die Freunde mitbrachten, lächelt Roxana Rodriguez nach wie vor mit ihrem warmen, mütterlichen Lächeln, ohne zu ahnen, dass der Mann, dem sie mehr als jedem anderen auf der Welt vertraute, möglicherweise bereits beschlossen hatte, sie zu töten. Wir sind daran gewöhnt zu glauben, dass das Böse etwas Fernes ist, das uns nichts angeht. Ein Schatten in einer dunklen Gasse oder ein Monster aus Horrorfilmen. Doch die Geschichte der Familie Alfaro macht gerade durch ihre Alltäglichkeit Angst. An jenem verhängnisvollen Tag ging die Sonne wie immer auf. Die Nachbarn tranken Kaffee und hinter den Türen dieses gemütlichen Hauses lud ein Mann, den alle für einen liebevollen Vater hielten, in aller Ruhe eine Pistole. Hector Alfaro nahm seine Motive mit ins Grab und hinterließ seiner ältesten Tochter nur verbrannte Erde und eine unerträgliche Last an Erinnerungen. Doch die schrecklichste Frage bleibt für jeden von uns offen. Wenn ein Mensch, der jahrelang mit dir das Brot geteilt, die Kinder ins Bett gebracht hat und wie ein liebevoller Familienvater wirkte, sich in einem Augenblick in einen Henker verwandeln kann, wie können wir dann überhaupt sicher sein, dass wir diejenigen, die im Nachbarzimmer schlafen, wirklich kennen? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.